machen wir uns mal so ein richtig leckeres Rinderfiletsteak vom heimischen Rind und vom heimischen Holz. Denn ich war heute Morgen schon Holz sammeln im Wald, ja. Aber Kinder, Achtung, nicht Holz klauen gehen im Wald. Ich habe nämlich einen Bekannten und der hatte ein bisschen Wald und Feld und auch einen Bauernhof. Da gehen wir übrigens demnächst mal hin. Lasst euch also überraschen. Und da gibt es eben heute dieses wunderbare Rinderfiletsteak. Das habe ich schon mal rausgelegt. Das ist Zimmertemperatur, kriegt das ist auch ein bisschen abgehangen. Ein wirklich tolles Stück. Dazu machen wir uns ein paar Kartoffelcroutons mit karamellisierten Zwiebeln. Und dazu braucht man ein paar rote Zwiebeln, ein bisschen Zucker und Butter. Ja, ein bisschen Öl habe ich noch, Salz und Pfeffer und ein paar Petersilienblätterchen aus dem Töpfchen. Und dann gibt es jetzt als allererstes mal die leckeren Kartoffeln. Die bereiten wir uns jetzt zu und danach geht's an den Grill. Und mein kleiner Kater Gino, der schleicht mir die ganze Zeit um die Füße und rückt mir überhaupt nicht von der Pelle, denn der riecht natürlich dieses Rinderfiletsteak heute und hofft, dass da auch was abfällt, ne Gino? Ja? Zuerst muss man natürlich wieder ein bisschen schnippeln, und zwar die Kartoffeln. Und dazu habe ich hier meinen Alligator, denn der macht so richtig schöne Würfelchen. Da schneiden wir uns die Kartoffeln jetzt in Hälften und dann hauen wir die noch mal durch. Are so contagious. I don't wanna be distracted. No, I'm having a reaction. Oh, I give in to you, give in to your state of mind. You don't wanna be distracted. No, you're having a reaction. Oh, I can feel I can feel you burning up. 'Cause tonight we lose it all. We let go. It's something in the way you move that makes me do. So, jetzt sind wir draußen am Grill und den schirmen wir uns jetzt an. Ich habe schon ein paar Hölzer aufgestapelt und wichtig für das Aroma sind auch die verschiedenen tollen Holzarten, die dann diesen Smoke ergeben, wo wir unser Rinderfilet heute grillen. Und da bin ich jetzt so richtig drauf gespannt und das wird so mega lecker. Und jetzt schirmen wir mal unseren Grill an. Ach, jetzt bilden sich schon so die ersten Aromen von dem Holz. Es ist wirklich was Feines, das Fleisch da drauf zu grillen vom heimischen Holz. Diese verschiedenen Hölzer machen wirklich einen ganz tollen Geschmack. Ich finde es wirklich toll, wenn man auf so Hölzern grillt. Das ist was anderes und ich bin schon wirklich ganz gespannt. Und jetzt schirmen wir mal richtig unser Feuer. Right in time. You've become a remedy. I don't wanna be distracted. No, I'm having a reaction. Wenn unser Feuer dann so richtig schön lodert, dann legen wir auch den Grillrost drauf. Und den reinige ich mir dann noch ein bisschen mit einer Drahtbürste. Die habe ich mir so richtig handwerkermäßig auf eine Holzlatte geschraubt, damit ich mir die Hände nicht verbrenne. Und wenn unser Rost so richtig glühend heiß ist, dann kann das Steak auch drauf und dann kriegt es so richtig tolles Branding. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so ein Riesenfeuer wegen einem Steak. Ja, ich mache das heute wirklich nur für euch, meine Lieben, weil ich wollte euch das zeigen, wie es so richtig schön funktioniert, wie wir so ein richtig tolles Rinderfiletsteak auf dem Feuer zubereiten. Normalerweise machen wir damit eine riesen Familienparty und da kommt auch ein Haufen Fleisch auf den Grill und es ist so richtig toll. Ja, Mensch, bin ich jetzt gespannt und es brennt schon so toll. Schön. Und jetzt schaut euch noch mal dieses schöne Stückchen Fleisch an, wie marmoriert das ist. Das ist so ein richtig tolles Stück. Und es hat jetzt auch die richtige Temperatur, denn wir haben es ja rausgelegt. Und jetzt hat es praktisch Außentemperatur bzw. Zimmertemperatur. Und das hauen wir jetzt auf den heißen Rost. Und dann gibt es ja auch einen Trick. Wie kriegt man das jetzt Medium? Woher weiß ich, dass das Fleisch richtig ist? Und zwar nehmt ihr einfach Daumen und Zeigefinger und legt die ganz leicht aneinander. Und dann drückt ihr hier auf dieses Mäuschen. Und so muss sich das Fleischstück dann anfühlen. Und dann ist es so richtig Medium. Wenn ihr den nächsten Finger berührt, wird der Daumen, ihr merkt schon hier, das Mäuschen ein kleines bisschen härter. Und dann ist es schon noch mehr durch. Bis zur Stufe komplett durch. Hier fast schon zäh am kleinen Finger. Das müsst ihr selbst entscheiden, aber ich kann euch echt empfehlen, macht es Medium. Wenn das Fleisch gut ist, ist es wirklich ein Genuss. Ganz, ganz wichtig jetzt, reißt das Fleisch einfach nicht weg vom Rost, denn das klebt jetzt praktisch noch so richtig hin. Das darf man nicht machen, da kriegt es auch nicht das richtige Branding, denn das löst sich dann, wenn es so weit ist, auf der Seite von ganz alleine. Und wenn die Fasern sich komplett geschlossen haben und das passt, da verbrennt auch nichts, da braucht ihr keine Angst haben, einfach immer so ein bisschen dran wackeln und irgendwann löst sich von selbst.
Unser Fleisch hat jetzt hier auf der einen Seite so richtig schöne Kruste schon bekommen. Und jetzt machen wir mal den Fingerdip-Test, ob es sich jetzt schon so zart anfühlt, wie wenn man Daumen und Zeigefinger zusammentut. Jetzt legen wir das Stück aus dem Zentrum raus, ein bisschen an den Rand, und da kann sich so ein bisschen entspannen. So, jetzt ist es soweit. Und wenn ihr das riechen könntet, diese Röstaromen, einfach herrlich. Und jetzt nehmen wir unser Fleisch runter vom Grill und legen es hier auf das schöne Brett. Und dann können wir es auch schon anrichten. Ach Gott, ist das was herrlich. So, jetzt schau doch mal, wie schön unser Fleisch geworden ist. So richtig zart. Und es hatte jetzt noch Zeit, sich ein bisschen zu entspannen von dem Rost und von dem Feuer. Und es hat so toll gerochen draußen. Diese Röstaromen sind echt der Oberhammer. Und jetzt können wir es dann anrichten. Und zwar geben wir jetzt dann noch unsere leckeren Kartoffelcroutons mit drauf. Mit den feinen karamellisierten Zwiebeln und ein bisschen Salz und Pfeffer. Das schneiden wir dann noch auf. Unser Rinderfiletsteak. Bisschen Petersilie drüber und dann kann man es genießen. Herrlich. Da habe ich so tolle Meersalzflocken. Die sind ganz besonders schön für Fleisch und Steak, weil die zergehen so richtig auf der Zunge. Die sind nicht gleich weg und die knispern dann so schön. Und ein bisschen Steakpfeffer. Jetzt guckt mal, wie schön rosig das ist. Lecker! Mensch, ist das was Feines, so ein richtig schönes gesmoktes Rinderfiletsteak auf heimischem Holz, aus heimischen Wäldern, von einem heimisch glücklichen Rind, vom Metzger meines Vertrauens. Und es riecht einfach herrlich und das genießen wir jetzt. Und hier sind auch noch ein paar tolle Grillbeilagen für euch. Es hat mich riesig gefreut, Leute. Wir sehen uns die Tage. Ciao, ciao, macht's gut!